herzliches Willkommen von meiner Seite zu unserer heutigen Session im Rahmen des Global Business Impact Summit der BOC Group. Mein Name ist Tobias Rausch und ich bin Produktmanager für Adonis bei der BOC Group und ich freue mich sehr, Herrn Fabian Lodatzka als Head of Business Development von Team Solutions heute als Sprecher an meiner Seite zu haben. Wir beide zeigen Ihnen gleich, wie man ohne Code, also No-Code, wie man das heute so schön sagt, mit der neuen Adonis Process Automation Workflows und Formulare durch Modellierung und Konfiguration einfach umsetzt. Ich darf Ihnen dazu gleich einen kurzen Überblick zum Adonis Process Automation Offering und aktuellen Neuerungen geben und dann an Fabian Lodatzka übergeben, der Ihnen den No-Code-Ansatz anhand eines Beispiels direkt in der Software zeigt. Zum Thema Digitalisierung kurz eingeleitet und auch wie wir uns diesem nähern. Uns geht es hierbei auch immer darum, nicht nur kurzfristig Quick Wins zu realisieren, sondern nachhaltig Vorteile zu verschaffen. Nachhaltig in dem Sinne, Fähigkeiten replizierbar zu machen, langfristig Mehrwert zu schaffen und auch die Zielsetzungen der Digitalisierung im Unternehmen zu verankern. Und dazu wird mit Adonis ein digitales Abbild des realen Unternehmens geschaffen. Dieses ist auf verschiedenen Ebenen beschreibbar. Und diese Ebenen sind miteinander verbunden einerseits und andererseits lassen sie sich ganz klar einordnen und auch mit Verantwortlichkeiten versehen. Man sieht das hier, das geht von der Strategie über die Customer Journey, die Prozesse bis zu den Themen Applikationen, Daten und natürlich auch die Infrastruktur. Und dieses wiederum führt zur notwendigen Transparenz, wo man sich aktuell auch befindet und damit einem besseren Verständnis für alle Beteiligten. Und es ermöglicht eben ganz klar Zielzustände auch zu beschreiben und damit auch die digitale Transformation aktiv zu gestalten. Also eigentlich all das, was heutzutage unter dem Schlagwort eines Digital Twin verstanden wird, der genau diese Verbindung von real und digital herstellt und mit Adonis hier ideal unterstützt wird. Vereinfacht lässt sich diese Unterstützung auch mit den 3 Schritten Design, Connect und Engage beschreiben. Das heißt, ausgehend vom Design des Fachprozesses, den Prozess und alles, was dazugehört, wie Formulare, Dokumente etc. zu automatisieren. Und um dann andererseits wieder qualitatives Feedback von Mitarbeitern und Erkenntnisse aus dem Prozessmonitoring heraus, Prozessverbesserungen anzustoßen und hier weitere Optimierungen durchzuführen. Ja, und zu guter Letzt stellen diese 3 Schritte auch sicher, dass in jeder Phase und für jede Ebene der Bezug zwischen dem digitalen Abbild und realen Unternehmen nicht nur gegeben ist, sondern eben auch laufend optimiert wird. Dieser Digital Twin eines Unternehmens besteht aus den verschiedenen Ebenen, die wir gerade gesehen haben. Und Sie können all diese mit Adonis abbilden, analysieren und somit optimal auch für die Umsetzung Ihrer Digitalisierungsstrategie nutzen. Nun, im Rahmen der Prozessautomatisierung steht natürlich der Prozess im Fokus und Adonis unterstützt Sie hier nicht nur bei der einfachen Prozessmodellierung, sondern bietet auch breite Unterstützung zur Validierung des Prozesses, zur Freigabe, zum Versionsmanagement und natürlich der integrierten Analyse der gesamten Geschäftsarchitektur Ihres Unternehmens. Wenn Sie gern wissen und auch schnell sehen wollen, wie einfach ein Prozess erstellt und ausführbar gemacht wird mit Adonis Process Automation, dann würden wir Sie sehr herzlich gerne einladen, sich die 2 Minuten Digital Transformation Challenge hier anzusehen. Sie haben hierzu die Links und auch den QR-Code und sehen dann in kürzester Zeit, wie einfach das auch funktioniert mit Adonis. Ja, heute wollen wir eigentlich diese Einfachheit und dieses grafische Design zeigen, wie sich das durch das gesamte Offering durchzieht. Das heißt, dass Sie vom Fachprozess beginnend mit seinen fachlichen Vorgaben und Requirements mittels No-Code zum ausführbaren Prozess inklusive interaktiven Webformularen kommen und natürlich die Integration dann, wo notwendig, mit Anwendungen des Unternehmens, sei das in Richtung ERP-Systeme, CRM, Enterprise-Portale oder gegebenenfalls eben auch Legacy-Systeme. Und das Ganze integriert in einer Lösung, ready für das Business und die Fachbereiche und wie erwähnt mit einem No-Code-Ansatz, der hier Ihnen auch hohe Flexibilität und Agilität gewährleistet und garantiert. Ja, diesen No-Code-Ansatz zur Prozessausführung wollen wir jetzt gerne an einem Beispiel demonstrieren und im Rahmen des Beispiels auch gleich auf die aktuellen wesentlichen Neuerungen im Adonis Process Automation Offering eingehen.
Dies betrifft einerseits die integrierte Konfiguration und Ausführung, den neuen webbasierten Formulareditor und zu guter Letzt auch das Thema Process Monitoring. Das heißt, und hier eben auch ganz wichtig, Erkenntnisse eben aus der Prozessausführung live, aber auf aggregierter Ebene dem Management in Adonis im Kontext des Fachprozesses zur Verfügung stellen zu können. Und das wiederum stellt sicher, dass dann auch die verfolgten Ziele mit der Automatisierung erreicht werden, beziehungsweise bei Bedarf dann entsprechend auch Adjustierungen vorgenommen werden können. Ja, und damit genug den Worten und ich freue mich sehr, an Fabian Otatzka nun übergeben zu können, der Ihnen all dies direkt in der Software anhand eines typischen Beispiels aus der Praxis zeigen wird. Fabian, bitteschön. Vielen Dank, Tobias. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte Ihnen jetzt genau diese integrierte Lösung anhand dieses IT-Hardware-Antrags vorstellen. Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, diesen fachlichen Prozess noch mit Workflow-relevanten Attributen anzureichern. Und zwar können Sie das hier direkt in diesem Notebook tun. Hier können Sie beispielsweise eine Dauer hinterlegen oder weitere Aufgaben einpflegen. Sie können aber auch diesen Prozess direkt über Adonis in die Workflow-Komponente einspielen. Und zwar können Sie hier über dieses Menü den Prozess sofort veröffentlichen und dann ein prozessbegleitendes Formular mit hinzufügen. Wir wechseln jetzt in die Workflow-Komponente, um diesem Prozess noch ein prozessbegleitendes Formular hinzuzufügen. Hier haben wir jetzt ganz einfach die Möglichkeit, per Drag and Drop dieses Formular zu strukturieren. Und so kann hier beispielsweise während der Ausführung der Prozessbeteiligte seinen Namen angeben und seinen Antrag als solchen noch beschreiben. Natürlich benötigen wir dann dazu auch noch einen Bereich für den Prozessfreigeber. Und zwar kann er hier dann beispielsweise mithilfe dieser Radio-Buttons eine Freigabe tätigen. Und das Schöne hier ist, dass er jetzt hier mit den Angaben auch den Prozess direkt steuert. Das heißt, wir haben hier eine nahtlose Integration dieser Daten, die hier angegeben werden, und dem eigentlichen Prozessablauf. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, das Formular an den Prozess anzupassen. Dazu wählen Sie hier oben in der Elementsteuerung einen bestimmten Status des Prozesses aus, um das Verhalten des Formulars genau für diesen Status zu definieren. Hier beispielsweise wählen wir den Status Start und sagen hier oben, dass der Name und der Antrag als Pflichtfelder definiert sind. Das heißt, der Antrag kann nur dann gestartet werden, wenn diese Angaben auch gemacht wurden. Und der Bereich Freigabe, der soll bitte nicht sichtbar sein. Und so haben Sie jetzt mit wenigen Klicks dieses Formular bereits an den Prozess angepasst. Natürlich haben Sie jetzt auch noch die Möglichkeit, noch tiefer zu gehen und zu sagen, ich möchte auch das Verhalten auf einer bestimmten Prozessaktivität definieren. Hier zum Beispiel das Verhalten für die Aktivität Antrag prüfen des Vorgesetzten. Dazu wählen Sie diese Aktivität hier oben in der Elementsteuerung wiederum aus und sagen hier dann, der Bereich Freigabe, der soll jetzt bitte Pflichtfeld sein, damit der Prozess auch weiterlaufen kann. Und hier oben der Antrag, der ist so fix gestellt, der soll bitte nur sichtbar, aber nicht mehr schreibbar sein. Im Vorschau-Modus können Sie dieses Verhalten jetzt nachvollziehen. Hier können Sie jetzt auch bestimmte Status des Prozesses simulieren und zum Beispiel sagen, wie sieht mein Formular aus, wenn der Prozess gerade gestartet werden soll. Und hier sehen wir, dass dann diese Elementsteuerung greift und eben hier nur noch Name und Antrag sichtbar sind und als Pflichtfelder definiert wurden. Dieser Prozess wird nun veröffentlicht und kann dann sofort als Workflow gestartet werden. Dazu wechseln wir in die Leseansicht von Adonis und können hier direkt einen neuen Prozess starten. In unserem prozessbegleitenden Formular machen wir unsere entsprechenden Angaben und starten diesen Vorgang. Aus diesem Vorgang heraus werden natürlich auch schon die ersten Aufgaben generiert. Wenn ich jetzt hier in meinen Aufgabeneingangskorb wechsle, sehe ich hier bereits die Aufgabe Antrag vervollständigen und sehe auch hier wiederum das prozessbegleitende Formular. Und ich habe hier die Möglichkeit, einen Live-Einblick in meinen Prozess zu erhalten. Mithilfe der Insights-Dashboards können Sie die operativen Daten des Workflows direkt in Ihrem Prozessmanagement-Portal anzeigen lassen und dann daraus Rückschlüsse ziehen für Ihre Prozessoptimierung. Herzlichen Dank, Fabian, für die eindrucksvolle Demonstration. Und ich möchte gerne eigentlich gleich an das Thema Prozessmonitoring nochmal anknüpfen, das du auch zuletzt in der Demonstration gezeigt hast. Ja, wie wir gesehen haben, stehen hier in Adonis direkt beim Fachprozess, dem Management und Process Owner Informationen zur Prozessausführung zur Verfügung.
auf deren Basis er dann sehen kann, wie es um den Prozess steht, wie gut der läuft, ob der oft abgebrochen wird, ob Dinge ad hoc passieren etc. Und auf Basis dieser Informationen kann er entweder gleich weitere Verbesserungsmaßnahmen setzen oder er kann dann auch in der Workflow-Umgebung einen weiteren Drill machen und noch weitere detaillierte Informationen zur Ausführung bekommen. Eine weitere Möglichkeit ist hier dann auch, und das ergibt sich sehr einfach eigentlich durch die offene Architektur der Adonis Process Automation Lösung, flexibel mittels BI-Lösungen noch weitere Dashboards bauen zu können. Das ist insbesondere auch interessant, um zielgruppenspezifisch hier Dashboards zu machen für ganz unterschiedliche Adressatenkreise im Unternehmen, insbesondere auch hier wieder an das Management gedacht. Ja, und hier sehr gerne auch die Einladung, wenn Sie hier mehr erfahren wollen zu diesen Best Practices und auch zu Templates und wie Sie davon für Ihre Prozesse profitieren können, dann kommen Sie einfach auch auf uns zu. Ja, an der Stelle darf ich dann heute auch das Präsentierte kurz zusammenfassen und möchte das anhand unserer 3 schon bekannten Schritte hier tun. Wir sind beim einfachen Design des Fachprozesses gestartet und haben hier ganz einfach den fachlichen Prozess, der typischerweise Rollen, Risiken, Qualitäts-Compliance-Vorgaben schon enthält, dann mit den technischen Ausführungsinformationen angereichert. Und im Rahmen dieses No-Code-Vorgehens haben wir dann auch die Formulare mit dem neuen Formulareditor einfach grafisch designt und direkt mit den Schritten im Prozess verbunden. Und gerade dieses Vorgehen in dieser hochintegrierten Umgebung ist eigentlich ideal für Projekte, wo man agil und interaktiv das Ganze mit dem Fachbereich zusammen machen will. Der Prozess kann dann nun mit einem Klick deployed werden und durch die Mitarbeiter ausgeführt werden. Und aus dieser Ausführung heraus wiederum erhält das Management die gerade gezeigten Monitoring-Informationen eben direkt in Adonis oder auch extern in BI-Tools, um dann weitere Rückschlüsse für Optimierungen ziehen zu können. Und dadurch haben wir eigentlich zweierlei erreicht. Erstens, wir haben den Durchstich geschafft vom Fachprozess zum ausgeführten Workflow. Und zweitens, wir haben auch den notwendigen Input für den Prozesslebenszyklus und die damit einhergehende kontinuierliche Verbesserung des Prozesses auf Basis der Monitoring-Informationen geschaffen. Ja, danke hier an der Stelle auch nochmal an Fabian Notatzka für die eindrucksvolle Live-Demonstration. Und wenn Sie gerne noch mehr zu Adonis Process Automation wissen wollen, dann schauen Sie einfach auf unseren Marketplace. Dort gibt es alle relevanten Informationen. Beziehungsweise steht Ihnen natürlich auch gerne Ihr Kundenbetreuer oder Ansprechpartner bei der BOC für weitere Informationen zur Verfügung. Herzlichen Dank nochmal für Ihr Interesse an diesem Vortrag. Die GBIS ist noch lange nicht zu Ende und bietet Ihnen noch eine Reihe von weiteren spannenden Themen und Vorträgen, auf die Sie einerseits über die BOC-Website oder andererseits auch sehr gerne über die Empfehlungen unterhalb dieses Videos direkt zugreifen können. So, in diesem Sinne, stay tuned und auf Wiedersehen.